Hallo Lego-Freunde und willkommen heute zum 9. Teil unserer Stadt. Wie ihr schon kurz gesehen habt, die Zugstrecke. Nein, keine Sorge, es wird nicht schwarz sein. Ich hatte jetzt nur als einziges Beispiel schwarz hier, deshalb habe ich einfach schwarz verwendet. Wir werden hier im ländlichen Bereich die braune natürlich nehmen. Zahlreiche von euch haben das natürlich geschrieben und deshalb werden wir auch das Braun verwenden. Für den Bahnhof werden wir allerdings Grau verwenden. Ich weiß nicht welches genau Grau, aber auf jeden Fall wir werden hier Grau verwenden, damit es ein bisschen moderner ausschaut. Genauso, wenn wir dann hinunterfahren in den Tunnel bzw. in die zweite Ebene. Ja, wie wird das Ganze ausschauen? Ich habe mir vorgestellt, dass wir so das Gleisbett machen. Also ihr müsst es nur die ersten 2 Reihen müsst ihr anschauen, weil vom Rest habe ich das leider nicht. Also ich habe die 2x1er nicht. Aber ich blende euch kurz mal ein Bild ein. So habe ich es mir vorgestellt, so möchte ich es gerne machen. Und ja, ich würde mal sagen, wir setzen uns mal kurz zum PC hin und bestellen einmal die ersten braunen Steine. Nun ja, da habe ich auch gleich einmal die Eckteile hier mitbestellt, weil überall fehlt ja hier noch die Ecke, da hinten, dort. Und ja, was wir auch noch machen werden, wir werden auf jeden Fall mal Trixbricks fragen, ob sie wieder mal so nett sind und uns die kürzeren Schienen geben, die Nano-Schienen, die nur 4 Noppen breit sind. Und das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Und hoffentlich werdet ihr dann im nächsten Video dann schon sehen, wie wir von den großen Schienen zu den kleinen Schienen wechseln. Wie wir das dann mit der Straßenbahn machen, welche Straßenbahn wir dann verwenden, weil wir müssen sie dann selber kreieren natürlich. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall schauen wir mal, dass wir mal die richtigen Schienen hier haben. Als nächstes machen wir heute mal auch den Teppich hier drinnen, weil aktuell ist ja unser Shop in einer Grünfläche drinnen und das werden wir ein bisschen ändern. Deshalb werden wir jetzt mal einen Teppich einziehen. Wir sind jetzt soweit fertig und zwar habe ich jetzt einfach alles so als Teppichmuster gemacht. Ich habe mich ein bisschen orientiert an die Bettdecke da oben. Die haben zwar blau verwendet, aber ich habe mich jetzt fürs Violett entschieden, weil ich davon sehr viel hatte. Und ja, hier fehlen jetzt noch die 1x1er. Und hier werden wir dann die Wand einziehen, deshalb habe ich da jetzt nicht weitergemacht. Passt. Dann gehen wir mal zum nächsten Gebäude und schauen uns an, was wir machen. Bevor ich es vergesse zu sagen, die Trixbricks Schienen werden auch hierher kommen. Ich werde die flexiblen von Lego werde ich rausnehmen, weil ich finde das schaut nicht schön aus und ich wüsste auch nicht, wie ich hier das Gleisbett machen könnte, beziehungsweise auch die Schwellen. Bedeutet, bei Trixbricks werde ich auch die kurzen Trixbricks geraden. Ich blende euch kurz hier ein Bild an. Die werde ich auch versuchen zu holen, damit das ein bisschen besser ausschaut hier. Und natürlich hier hinten habe ich auch nochmal eine flexible eingebaut. Die werden wir auch mit einer Trixbricks geraden tauschen. Nun ja, jetzt sind wir gerade bei unserem zweiten Spielzeuggeschäft. Da hinten ist ja der neue, schöne. Das ist unser altes Spielzeuggeschäft. Ich habe mir einfach gedacht, wie wäre es, wenn wir einfach eine Post bauen. Ich glaube, das kommt ziemlich gut an. Das wird hierher passen. Und deshalb werden wir mal das Gebäude ein bisschen
umgestalten und die ganzen Spielzeugsachen da rausgeben und dann einfach Postsachen reingeben. Auf geht's. Na gut, viel mehr war jetzt nicht drinnen, was an einem Spielzeugladen erinnert. Und ja, das gehen wir mal weg. Und jetzt suche ich mal die Postsachen. Den Typen kann ich auf jeden Fall schon mal hier stehen lassen. Nach über einer Stunde Teile suchen habe ich jetzt Folgendes gefunden. Also nochmal ein Paketbote. Haben wir gedacht, ein Feuerlöscher. Kann man auch dazugeben. Eine kleine Kiste, wo dann die ganzen Briefe reinkommen. Ein Postkasten, den habe ich einfach schnell zusammengebaut, also selber gebaut. Aber dieses Teil zu finden, habe ich jetzt von meiner Polizeistation rausgenommen, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Ja, einen kleinen Computer, wo die ganzen Pakete eingescannt werden. Ein paar Briefe. Eine Uhr, damit man weiß, wie spät es ist. Und ein großes Paket. Und das bauen wir jetzt mal kurz da rein. Nun ja, ich würde mal sagen, das passt so. Also wir haben hier drinnen jetzt eine Frau, die gerade einen Brief abgibt oder aufgibt. Wir haben eine kleine Kiste, wo wir die ganzen Briefe reingeben. Hier sieht man jetzt hinten eine Uhr, dann einen Mitarbeiter. Den Feuerlöscher habe ich jetzt dahingestellt, falls einmal irgendein Brief beginnt zu brennen und die ganze Post abfackelt. Deshalb dieser Feuerlöscher. Und von der anderen Seite sieht man halt noch einmal, wie sie gerade einen Brief aufgibt, ein Briefkasten, unser Postbeamter oder Postbote. Ja, ich weiß, das ist hinten schief, aber das geht irgendwie nicht wegen dem Sessel. Den lassen wir mal da stehen fürs Erste. Und oben haben wir natürlich eine Postkarte angebracht, damit jeder sieht, es ist eine Post. Da mir das Ganze jetzt ein bisschen zu lange gedauert hat mit den Steine suchen, habe ich mir auch gleich vorgeschlagen, ich werde mal meine ganze Steinesammlung und alle Lego-Steine mal versuchen, wieder zu sortieren. Also los geht's. Na gut, ich habe jetzt mal einen großen Vorrat von meinen Lego-Sachen jetzt aufgebaut. Also so sortiere ich mein Lego in solchen alten Boxen, beziehungsweise jetzt halt in diesen neuen Boxen. Es sieht zwar extrem viel aus, aber es ist jetzt nicht so viel. Ich habe viele natürlich noch nicht geschlichtet und das werde ich jetzt mal machen. Und hier, meine Lieben, ist das gute Zeug. Das teure Zeug. Die ganzen Juwelen. Ich bin fertig mit dem Sortieren von den Lego-Steinen und jetzt räume ich mal alles weg. Hoffentlich kommen bis nächste Woche Samstag die restlichen Gehsteig-Sachen. Und deshalb entfernen wir jetzt mal alle diese bunten, hässlichen Lego-Steine, die einfach die Platten zusammenhalten. Wo es halt geht, weil hier ist es schon verbunden und das machen wir mal schnell. Schaut gleich viel schöner aus, wenn die weg sind, finde ich. Schaut dann eher aus wie eine Straße bzw. wie ein Gehsteig. Na gut, wir haben wieder alles mal weggeräumt und bevor wir das Video beenden, möchte ich euch gerne noch Bruno Bricks vorstellen, ein Lego-YouTuber, der erst vor kurzem begonnen hat ca. 500 Abonnenten. Schaut gerne bei ihm vorbei. Ich habe mir gedacht, hey, ich habe eine Reichweite, eine gewisse von 6.000, 7.000 Menschen aktuell.
Wie wäre es, wenn ich einfach andere kleinere YouTuber, die auch was mit Lego zu tun haben, erwähne, damit ich irgendwie versuche, deren Reichweite größer zu machen. Ich finde, seine Stadt sieht echt super aus, gefällt mir sehr. Und für das, was er macht, verdient er auf jeden Fall mehr Abonnenten. Also schaut gerne bei ihm vorbei. Und falls ihr auch einmal erwähnt werden wollt, jedes Mal nach einem Start-Update werde ich einen Kanal raussuchen, der unter meinen Kommentaren etwas geschrieben hat. Und wenn mir dieser Kanal gut gefällt, dann werde ich ihn auch erwähnen. Also wie gesagt, schaut gerne bei ihm vorbei. Und ansonsten hoffe ich, euch geht's alle gut, ihr bleibt gesund. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Zug-Video. Tschüss. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Es ist alles besser, wenn du